Und willkommen zurück bei Cloudpunk auf dem Weg zu unserem nächsten Paket. Mal gucken, was uns jetzt erwartet. Ja, Control ist momentan ein bisschen neben der Spur, hat man das Gefühl. Er wirkte irgendwie abgelenkt. Also wahrscheinlich liegt es am Sake, den er sich reingehauen hat, aber vielleicht liegt da auch mehr hinter. Und ich sollte sowas nicht machen. Einfach auf irgendwelchen Höhen fliegen. Oh, das war auch ein bisschen hart knapp. Da ist mein nächster Punkt, 300. Wir werden einmal kurz bei der Werkstatt gleich anhalten. Können wir nämlich nochmal Schäden reparieren. Parken. Hi, ist die gleiche Werkstatt wie eben auch schon, oder? Ja, reparieren. Speed, ultrarote Spur, Retro-Antenne. Gut. Das war's. Und in den nächsten Sektor. Nach Caledon. Oder Caledon. Man weiß es nicht. Lala. Man sieht immer so, mein Rechner muss ein bisschen arbeiten, besonders im Ladebildschirm. Hey. Wir bleiben diesmal tatsächlich auf der Autobahn. Mal ein bisschen länger. In der Hoffnung, dass ich das richtig mache. Da gibt es jetzt hoffentlich gleich einen Linksabbieger oder so. Ja, da vorne ist einer, zumindest eine Ausfahrt. Und ich sollte mal nebenbei so ein bisschen mich umgucken, dass man Sachen aufheben kann, weil irgendwas kommt ja immer dazwischen, wenn man jetzt gerade da durch die Gegend ist. Ja, was heißt dazwischen, aber es passieren immer Dinge. Oh, das war jetzt auch nicht so schlau. Werkstatt brauche ich aber gerade nicht. Wir nehmen die nächste Abfahrt links. Ah, guck mal, gleich Parkplätze da. Und parken. Und dann schauen wir uns gleich um. Und da gibt es ja auch direkt was zum Einsammeln hier. Oder? Ich sehe die Dinger nicht. Oder soll das hier sein? Ach, das ist über unten. Blind. Blind und dumm. Alles über uns. Okay, also gehen wir mal rein in der Hoffnung, dass wir dann oben landen. Hier sieht gut aus. Haben wir dann Speicherchip. Das andere ist aber wiederum unten. Okay. Händler, nur mit dem Rotfahrt nicht reden. Jetzt mache ich erstmal meinen Auftrag. Noch Karten sind wir immer noch bei Frau Octavius Butler. Wir holen uns erstmal das, was da hinten in der Ecke liegt, und dann sammeln wir die Ladung auf. Und wir haben Plastikteile gekriegt. Na, großartig. I'm the delivery driver. I'm here to pick up something. Yes, you're here to take our original Courbet. Okay. Huh? Was das auch immer ist. It's a painting, dear. You'll be taking me and Mr. Butler too. Okay. I don't think I'm supposed to take passengers. What is all this nonsense? Mr. Octavius Butler, this was all supposed to be arranged. Didn't you tell the company that we simply can't let this painting out of our sight? I did, my love, I did. There must be some confusion. Ja, I'm sure komm our mit. young driver friend will consent to take us. It won't be a problem, and we'd hate to raise a complaint. Is that not right, young miss? I guess so. Let's be going then. I want to see our new apartment as soon as possible. Apparently, doch Trisha and the Joneses have moved in next door already.
And Okay. I don't want her spreading gossip about our new home and how it still smells like smoked fish. What? Warum riecht das nach Räucherfisch? So, Uhr. Oh my, this is cozy. I've never been in a vehicle like this. Very retro. I agree. Very nice indeed. Do you understand us, young lady, or should we speak slower? Wow. I understand fine. Dear, you must be very curious, are you not? How a woman like me and an android like Mr. Octavius Butler met. Nö, interessiert mich eigentlich ein Sure. Scheiß. Well, I can tell from your accent that you're not from the city, but we're quite enlightened here, you know. Isn't that right, Mr. Octavius Butler? That's right, my love. Auf nach Little Some China. might say that Mr. Octavius Butler is human passing. Okay. Strange little Menschen. Ratter, 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 ratter. Die sind mir ein bisschen merkwürdig, die beiden. But Aber ich I glaube, es don't liegt care größtenteils about an that. ihr. I love him for who he is inside, not what his outer skin is made of. Jetzt verstehe ich aber nicht. It's a polymer plastic. Ja, das ist. Oh, you are hilarious. What was I saying? Oh, yes, we met at a charity fundraiser. We both work for Life Corp. I'm in HR, and Mr. Octavius Butler is in acquisitions. Okay. We had executive offices next door. We started meeting for coffee, and one thing led to another. Wow. Strange. And now, just a week until our 5th anniversary, we're on our way to our new home. Au. Aren't Arschloch. you happy for us? Yeah, definitely. We're suddenly happier than the family that's moving out. Wow. Haben sie die rausgekickt oder was ist da los? Oh, don't start all that again. This area is up and coming now. The people living there couldn't afford it, and they wouldn't fit in either. With hypergentrification, they're forced out instantly instead of being pushed out over months and years. It's a short, sharp shock, but it's for the best for everyone. Hey, wir wollen da wohnen, weil das jetzt ein hippes Viertel wird und deswegen schmeißen wir alle raus. Geil. What freedom does this bring to the people who can't plan for a future? That's just life in Navalis. If you don't like it, go live somewhere else. Not everyone is suited for life in the city. Some people need to live here. Well, maybe in the nice places, but who needs to live in the filth of the marrow? No one stays there without good reason. And the reason is they all dream of getting rich with some scheme or other to make their way up to the spire. That's the Navalis dream. Our society has 1 million slots, and each must be filled. Every time someone moves up a peg, someone fills in the gap behind them. And every time someone at the bottom slips, where do they go? I read in the holocrons yesterday that the most common food in the marrow is now roach meat kebabs, noodles with rat. Those kinds of people love street food. No offense, dear. None taken. I love a maggot pizza. We're almost at our destination. Wir haben unser Ziel schon Splendid. erreicht. Dann packen wir mal. Okay. You see, Mr. Octavius Butler? Look at this fabulous place. Different and together, but separate. That's how we exist together in this city without all the systems breaking down. That's what they used to say about androids, you know. Oh, don't hearken back to your revolutionary days again. You have rights now, just like humans. Androids are just a part of society, low and high. We're all the same, you know. As long as we all have the same bank balance. Well, you're welcome to give away all your money to the orphans and the rat children. You can come and stay in my penthouse as long as you take off your shoes and have a shower before you touch me. Very generous of you, my love. Wow.
Have either of you ever actually been to the Marrow? Oh, heavens no, dear. I have family in the Spire, and Mr. Octavius Butler is from a very distinguished line of androids. Aber er macht wenigstens einen He's relativ descended sympathischen from the Eindruck. very first Cora models. Wait, what does that mean? Why do you mention Cora? It's just a saying, isn't it, Mr. Octavius Butler? Da wäre ich mir In gerade a nicht so sicher. way, It means he's refined, dear, just like me. We have no prejudice here. We're very enlightened people Ja, in the genau, city, du you hast know. überhaupt keine Vorurteile. Yeah, Ist klar. you said that before. Do you Nur, think dass the man sagt, family will still macht es be nicht there richtig. when we arrive? I shouldn't think so. 2 hours of rent at peak rate and they'd be bankrupt. I'm sure they're long gone, either moved on Wow. or forced out by Corpsec for violating their lease. 2 I bet they'll Stunden be Miete. somewhere nice. Not everyone ends up in the Marrow, you know. Doch, wenn Maybe die one so day they'll seize the rausgeschmissen... means of production down there. Oh, you are witty. The production of mold burgers and rat salad. No offense, dear. Yeah, none taken. Thank you for getting us to our destination, Bitte driver. schön. It's been fun to drive in a Wow. vehicle that's much more rustic than our limo. Our painting made it here safely, too. And what a lovely neighborhood. Ja, viel Neon. Quite so. Wow. Mache ich gleich. Ich will jetzt einmal kurz mich umgucken. Weil hier hinten gibt es sicherlich was zu holen. Ups. Komme ich nicht weiter? Doch. Alter, die Perspektive macht es für mich manchmal ein bisschen schwierig zu sehen, wo ich hin soll. Und wieder eine Lochkarte. Ja, das waren ganz tolle Menschen gerade, also beziehungsweise Mensch und Android. Der Android war noch am sympathischen von beiden und sie war halt einfach so dieses Upper-Class-High-Ding, wo man sich denkt, ja, danke, geh bitte weg, lass mich in Frieden, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber ja, das zeigt halt wirklich, was für Leute hier wohnen, leben, wie auch immer. Dass es halt sehr stark abhängig ist von deinem Geldbeutel, wie du leben kannst. Ne, hier wollte ich gar nicht lang. Mal gucken, geht's da drüben noch weiter? Nicht. Doch, ein bisschen weiter geht's da noch. Vielleicht ist ja noch was auf der Ebene. Ich will jetzt nicht in die andere Ebene rein. Ich will gleich wieder zu dem Hover zurück, um zu gucken, was da weitergeht. Aber ich will zumindest einmal hier noch lang geguckt haben, ob hier hinten noch was ist. Das sieht nämlich sehr danach aus. Oh. Okay. Leichter Stromausfall. Ich sollte es auch einfach aufnehmen. Was ist das? Das ist halt eine Videospieldiskette. Ey, cool. Da gibt es wieder ein bisschen Geld für. Da haben wir hier hinten noch einmal was liegen. Das könnte wieder eine Lochkarte sein. Sehr gut. So, dann wollen wir mal zum Hover. Ich hätte gern daran vorbeigeguckt, danke. Hey Händler. Come visit us at Peterwitz Watch and Clock Shop. We have the finest tech in all Navalis. Okay, das ist mal ein ganz anderer Händler. Einen kybernetischen Arm? Alter. 6000 und ein N-Magazin. Es ist eine Untergrundzeitschrift, wie man seinen ID-Chip vor Corpsec verschickt. Die 10 besten illegalen Raves der Stadt. Okay. Das interessiert mich dann doch nicht so sehr. Das Kühlmittel kannst du haben, die Plastikteile und den Speicherchip. Die menschliche Hand interessiert dich auch nicht. Okay. Und fertig? Thanks, Mr. Witz. As the MP3 said to the wave, adios. Ja. Audios. Das war auf jeden Fall interessant. So, auf zum Hover und mal gucken, wie es weitergeht. So, Chemist, willst du mir was erzählen? God, this is why I'm not a taxi driver.
I didn't like them. Yeah, I don't blame you. I don't think they would like automata or dogs. Or anyone poorer than them, less educated, less well-connected, less stuck up. Different in any way. But one of them was an android. I know, Camus. I have a question. Go ahead. Did you really eat maggot pizza? No, Camus, I was playing along. Oh, a joke. I laugh at them. Me too. It's all we can do. So... It is very quiet. It makes me nervous. We can listen to the ad streams if you like. Are they interesting? Sure, if you want to learn all about everything we can never afford. What about music? No thanks. We can check the weather feed if you like. If you want it, I can put it on. Fine, but we're not tuning into any of the Corp music feeds. They're all ads and Corp-approved pop stars. They sound so empty, hollow. How do we find other feeds? I only know about Corp channels. The radio, Camus. The what? An electromagnetic wave of a frequency between about 300 kilohertz and 300 megahertz. You can tune that in, right? Yes, I have found it. I'm hearing it now. How strange. It's the easiest way to broadcast without the corpse shutting you down. They've been playing music with radio waves for thousands of years, you know. How did you know? Mom told me if I ever visited Novalis, I should tune into the pirate radio. She said it was the only good thing about the city. Go ahead, play something over the speakers. What about this? I like it. Maybe something a bit more relaxed, though. I know this one. I like the bit that goes ba ba ba. Yeah, it's nice, Camus, but let's see what else there is. Oh, what about this? Do we know who this is? No, it is radio. Right, sorry. Dumb question. Do you like this one more? I like this one. I like it too, but keep searching. Schön. There is one more. Yes, this is perfect. Mom would have liked this. We have a new job coming in. From Control? He normally calls. The checksum confirms it's Cloudpunk. I have a nav point. Let's go Okay. then. Redet nicht mal mehr mit uns. Die Musik geht gut. Oh ja, das gefällt mir. Wirklich. Ich bin in letzter, jetzt schon seit einem Jahr, wenn nicht sogar länger, 2 Jahren, bin ich auf so einer Retro-Wave-Dings. Kann ich mir immer wieder mal anhören. Im Auto, beim Fahren und so ist es nachts richtig geil. Uiuiui, das war schlecht. Ich müsste mal an der Steuerung was arbeiten, glaube ich. Aber die Musik geht voll gut ab. Das passt auch zum Spiel. Richtig cool. Und wir begeben uns dann mal zu dem Nachtfunk, der ewig weit weg ist. Ich hätte gerne jetzt hier mal kurzzeitig zumindest gerne so eine Innenperspektive. Das finde ich auch ziemlich cool. Aber warum redet Control nicht mit uns? Das macht mir gerade ein ganz klein bisschen Sorgen. Fliegen wir einfach mal hier zwischendurch. Stört ja nicht. Das war kein offizieller Weg, aber was soll's. Wir haben ja eine gewisse Freiheit. Frisco Drive. Die Musik geht voll gut.
Entschuldigung, ich habe mich davon gerade echt einfangen lassen. Von dem Feeling gerade. Das gefällt mir richtig. Und wenn ich das noch 3-mal sage, werde ich von irgendjemandem geschlagen, wollen wir wetten. Aber wir haben unser Ziel ja bald erreicht. Aber dann, wenn wir das Ziel erreicht haben, glaube ich, werde ich diese Folge dann langsam zu Ende bringen, bevor wir das Paket überhaupt einsammeln. Ein bisschen Weg haben wir noch. Ich dachte eigentlich, das könnte... Ach, okay. Wir sollen in den nächsten Bereich reinfliegen. Und ich würde sagen, jetzt fliegen wir hier noch durch. Mal gucken, wie weit wir denn noch müssen. Lalalala. Weil wir haben unsere Folgenlänge gleich schon wieder erreicht. Ich muss nämlich gucken, mein Festplattenspeicher dürfte jetzt langsam wieder in Richtung volllaufen. Ich habe zwar ein bisschen Reserven dafür, aber nicht ganz so viele, wie ich mir wünschen würde. Und ich weiß immer noch nicht, wie die Speicherpunkte hier gesetzt werden. Das letzte Mal war das, nachdem ich ein Gespräch hatte, der letzte Speicherpunkt. Deswegen bin ich gerade mal ein bisschen gespannt, wie sich das entwickeln wird. Und ich denke mal, wir sollten eventuell, ich gucke einmal kurz nach. Ja, wir sollten diesen Parkplatz da ansteuern. Jo, das sieht gut aus. Oh, wir sind hier im Mochi-Distrikt. Und wir parken. Looks like I'll have to go on foot. It's pretty far from a parking bay. I will stay here and play the waiting game. What's the waiting game? I guess how long it takes for me to get bored. Then, when I get bored, I start the game again. Right. Wow. I'll try to be quick. Gut. Und dann würde ich sagen, beenden wir diese Folge. Ich hoffe, ihr habt Spaß an dem Spiel, weil ich hab's auf jeden Fall. Ich finde den Stil cool, das ganze Feeling. Ich liebe es. Na gut, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.